Göbal. Eifer mit MyWay. Rundballen statt Fahrsilo. Diesen Schritt hat Florian Schöftner aus Oberösterreich gewagt. Sein Futter führt er seitdem mit einer Presswickelkombination von Göbal ein. Einen Tag lang begleiten wir den jungen Landwirt bei der Ernte. Wir schauen uns seinen Betrieb an und sprechen über seine Beweggründe für die Umstellung. Der Hof der Familie Schöftner liegt in der Gemeinde Afisel im oberen Mühlviertel nahe der Grenze zu Tschechien. Ein klassischer Milchviehbetrieb mit 45 Kühen und der zugehörigen Nachzucht. Während Florian in erster Linie die Außenwirtschaft übernimmt, kümmert sich seine Frau Tina um die Tiere. Auf Schritt und Tritt dabei ist der einjährige Sohn Luis. In Kürze erwartet die Familie ihr zweites Kind. Der Betrieb wirtschaftet seit 3 Jahren biologisch. Eine Entscheidung, die Florian keine Sekunde bereut. Es war schon immer ein bisschen im Hinterkopf, dass wir das machen. Natürlich mit dem steigenden Preisdruck im konventionellen Bereich haben wir uns dann ein bisschen früher entschlossen, dass wir umstellen. Man braucht die Spritzmittel nicht mehr verwenden, die einen selber auch angreifen und nicht so gesund ist. Man kann mit weniger Kühe den gleichen Erfolg erzielen und um das bin ich froh, dass das funktioniert. Obwohl große Fahrsilos vorhanden sind, hat Florian im Vorjahr den kompletten Betrieb auf Rundballensilage umgestellt. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Unser Betrieb hat ca. seit 30 Jahren Fahrsilo, mit Fahrsilo die Ernte eingebracht. Und es war jetzt einfach eine Überlegung, die Silos sind sanierungsbedürftig bzw. mittlerweile zu klein. Und ich habe mir das einmal ein bisschen durchkalkuliert von der Sanierung. Und dann bin ich eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass das ein relativ großer finanzieller Aufwand ist. Und dass man sich einfach mit Rundballen, glaube ich, trotzdem ein bisschen leichter tut. Man kann sich die Arbeit ein bisschen einteilen, man muss nicht immer alles auf einmal machen. Ich habe die Entscheidung noch nicht bereut. Blieb nur noch die Frage nach der passenden Mechanisierung. Die Firma Göbal stellte eine Presswickelkombination zum Testen zur Verfügung. Für den Fall, dass sie nicht übernommen wird, wäre nur eine Miete fällig geworden. Schnell stand aber fest, dass genau diese Maschine perfekt zum Betrieb passt. Nachdem wir die Maschine ausgiebig getestet haben, haben wir uns relativ zügig entschlossen, dass wir die Maschine ankaufen und haben auch bis dato alles auf Rundballen umgestellt. Und möchte den Fahrsilo nicht mehr zurück. Seine Entscheidung für die Rundballen bereut Florian nicht. Er genießt vor allem die gewonnene Flexibilität. Am System Rundballen taugt man von unserem Betrieb einfach, dass man die Schlagkraft wahnsinnig groß ist und man braucht nicht mehr so viel Leute für zum Fahrsilo fahren. Und wenn es wieder hunzt, kann man es ein bisschen kleiner aufteilen. De facto, man macht halt mal nur 10 Hektar oder so. Und gerade im Biobereich ist einfach die Grundfutterqualität das A und O, was man dann ein ganzes Jahr teuer zukaufen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich bis dato bewährt. Mit etwa 1000 Ballen pro Jahr ist die Maschine natürlich bei Weitem nicht ausgelastet. Trotzdem möchte Florian sie nicht im Lohn einsetzen. Also aus zeitlichen Gründen ist mir nicht möglich, dass ich überbetrieblich Ballen pressen tue. Und möchte auch nicht, weil ich bin da lieber für die Familie da in der Zeit. Natürlich, die Maschine vertragt weitaus mehr, ist ganz klar. Aber wir haben einfach gesagt, die Maschinen haben wir hoffentlich bis in Pension und das ist eine Investition und man rechnet halt so. Es ist Anfang Juni. Florian erntet den ersten Schnitt. So spät wie selten, aber das Wetter hat es nicht früher erlaubt. Deshalb ist auch der Ertrag extrem hoch. Bei solchen Futtermassen stellt die Presse ihr Potenzial eindrucksvoll unter Beweis. Man muss sagen, bei großen Schwaden ist die Maschine einfach top. Man kann es fast ein bisschen vergleichen, also mit einem Erntewagen kann man sicher vergleichen. Mit einem Feldhäcksler vielleicht nicht, aber man ist so inzwischen drinnen. Und das ist auch bei Mitbewerbern oft nicht so toll, weil wenn große Zahlen sind, oft musst du halt runter mit der Geschwindigkeit und dann leidet die Schlagkraft.
Genau, mein Traktor hat 200 PS und er ist sicherlich nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Sollte sich die Presse doch einmal verschlucken, weitet sich der Förderkanal automatisch. Die Messer schwenken heraus, der Rotor koppelt wieder ein und die Verstopfung ist ruckzuck beseitigt. Neben der hohen Schlagkraft ist es vor allem das Schneidwerk mit 30 Wendemessern, das Florian gefällt. Die Schnittqualität ist sehr, sehr wichtig, weil erstens einmal wird sediert das Futter besser, desto kürzer was geschnitten ist. Und desto mehr Volumen bringt man einen Ballen. Und natürlich auch im Jahr über, im Tagesablauf, wenn man beim Futtermischen oder so, das funktioniert relativ rasch, weil der Ballen schön voneinander fällt eigentlich. Bevor er die Ballen in den Mischwagen wirft, zerteilt sie Florian mit dem Güweil Rundballenschneider. Ein Feature an dieser Maschine gefällt dem Landwirt besonders gut. Unser Rundballenschneider, der hat die Folienrückhaltung. Und das muss man sagen, das ist eine tolle Sache, weil man sich einfach Arbeitsabläufe spart. Man nimmt den Ballen, es die Zwickten voneinander, die Folie kommt auf die Seiten. Das ist eine tolle Sache. Spätestens hier kommt auch der Vorteil der Mantelfolienbindung zum Tragen. Also wir fahren vorwiegend in der Silage mit Folie, weil es einfach von der Müllentsorgung das Leichteste ist. Man nimmt den Ballen mit der Ballenzange und schneiden voneinander und man hat sofort, man braucht nicht das Netz draus sortieren, sondern man hat die Folie und ist relativ schnell entsorgt. Wenn die Presskammer voll wird, fährt der Wickeltisch nach vorne, um den fertigen Ballen aufzufangen. Die Übergabe funktioniert in jedem Gelände völlig problemlos. Anschließend wird der Ballen vom Doppelarmwickler zügig in Folie gepackt. Obwohl die Maschine sehr viel Technik mitbringt, ist die Bedienung denkbar einfach. Die meisten Abläufe lassen sich automatisieren, nur fahren muss man noch selbst. Also jetzt hat man mal das Piepsen gehört, jetzt entsteht der Druckaufbau. Das heißt, der Ballen wächst, das sieht man da an den Balken. Kann man ein bisschen schauen, ob man links oder rechts fahren soll. Normalerweise funktioniert das ohne links, rechts fahren. Jetzt wird dann gleich der Dauerton kommen, dann ist der Ballen fertig. Dann drückt man auf Folie, geht natürlich auch in Automatikbetrieb. Sieht man da am Bildschirm, ob die Folie umrennt, dass der Ballen nicht ungebunden rausfällt. Schaut gut aus. Wenn er fertig gebunden ist und der Deckel aufgeht, schaltet er auf die Wickelmaschine um, die Kamera, auf die zweite Kamera. Dann kann man den Wickler zuschauen, wie er arbeitet. Jetzt sieht man gerade, ist eine Folie abgerissen. Oder ist die Folie gar? Ja. Müssen wir halt Folie wechseln. Florian legt eine neue Folienrolle ein und schon kann die Arbeit weitergehen. Zum Einsammeln der gewickelten Rundballen setzt der Betrieb eine Ballengabel und den Doppeltransportrahmen von Güweil ein. So lassen sich pro Fahrt 3 Ballen transportieren, ohne die Folie zu beschädigen. Ihr arbeitet auch mit Güweil-Maschinen? Postet euer Foto auf Instagram mit dem Hashtag iFarmItMyWay, damit wir es alle sehen können. Florian ist froh, dass er sich für Rundballen entschieden hat. Seit der Umstellung hat sich vieles zum Positiven verändert. Also wir arbeiten jetzt ein Jahr ausschließlich mit Rundballen. Und man muss sagen, die Milchleistung hat sich durch das ganze System auch ein bisschen verbessert. Also das war im Vorhinein nicht einkalkuliert, aber natürlich nimmt man das gerne an sowas. Und auch das lästige Fahrsilo abschaufeln im Winter gehört endlich der Vergangenheit an. Man nimmt den Ballen, schüttelt ihn ein bisschen, der Schnee fällt an. Man braucht sich dann nicht mehr großartig plagen. Es ist einfach eine runde Sache, wie man so schön sagt. Florian hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Der gelernte Schlosser war 5 Jahre lang berufstätig, bevor er sich voll und ganz der Landwirtschaft gewidmet hat. Der große Vorteil ist immer, man ist immer bei der Familie. Man sieht die Kinder in der Früh, im Mittag und auf die Nacht. In der Zeit, wo viele andere auf Linz pendeln oder weiter weg pendeln in der Arbeit, machen wir unsere Steuerarbeit und ich kann praktisch frei entscheiden über den Tag, was ich tue.
Dass es nicht immer leicht ist, ist auch ganz klar. Aber im Großen und Ganzen ist es ein relativ schönes Leben. Auch Tina geht voll in ihrer Rolle auf. Vor 3 Jahren hat sie ihre Ausbildung zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin gemacht und dann ebenfalls ihren bisherigen Beruf an den Nagel gehängt. Dabei hatte sie ursprünglich ganz andere Pläne. Ich bin seit 2012 bin ich da und habe immer gesagt, ich will keine Bäuerin werden. Aber es ist einfach, dass du das richten kannst. Das ist wurscht, wenn du in der Früh mal um eine halbe Stunde länger liegen bleibst. Einfach mit den Kindern dann auch. Man braucht nicht in der Früh schon Stress machen, hey, zum Arbeit fahren ist. Man kann es mitnehmen in die Arbeit, weil man ist daheim. Und man hat einfach immer, man ist 24 Stunden beieinander. Das ist das, was mir auch viel taugt. Mit dem Mann einfach zusammenarbeiten. Den Betrieb möchte die Familie in den nächsten Jahren weiter ausbauen und optimieren. Auch hier kommt ihnen das System Rundballen entgegen. Weil man erstens einmal nicht alles auf einmal machen muss und zweitens einmal ist man nicht gebunden an Kubaturen von Vorsilo. Man kann sofort den Betrieb verdoppeln. Es ist ganz egal, der Ballenpress ist wurscht. Wenn man genug Folie daheim hat, ist das kein Thema. Wir drücken Florian und Tina die Daumen, dass sie immer genug Folie daheim haben und dass auch sonst alle ihre Pläne gelingen mögen. Liebe Zuschauer, jetzt seid ihr an der Reihe. Fahrsilo oder Rundballen? Welches System setzt ihr zur Futterernte ein? Wo seht ihr die Vor- und Nachteile? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. In nächster Zeit stellen wir euch weitere Gühweil-Kunden mit ihrem Betrieb, der eingesetzten Technik, ihren Ansichten und Philosophien vor. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr keinen Beitrag mehr verpassen wollt.